Du hast möglicherweise schon von Northvolt gehört, diesem einst so vielversprechenden schwedischen Unternehmen, das hohe Ziele für Europas Unabhängigkeit in der Batterieproduktion hatte. Welche Faktoren führten zum Niedergang dieses einstigen Hoffnungsträgers? Das erfährst du hier. Ursprünglich war geplant, mit Milliardeninvestitionen und technologischer Innovationskraft einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette auf dem europäischen Kontinent zu etablieren und dadurch nicht länger von asiatischen Herstellern abhängig zu sein. Doch Northvolts Insolvenzantrag nach Chapter 11 in den USA hat einen tiefen Riss in dieses Vorhaben geschlagen. Wie wird sich das auf dem Gesamtmarkt auswirken? Ambitionierte Pläne mit Milliardeninvestitionen. Du weißt sicher, dass moderne Batteriezellen nicht nur für Elektroautos bedeutsam sind. Ob in Plug-in-Hybriden, Lastwagen, Bussen, Solar- oder anderen Stromspeichern, Batterien sind zu einem Eckpfeiler moderner Mobilität und Energieversorgung geworden. Sogar für künftige Anwendungen, etwa in Zügen oder Flugzeugen, sind leistungsfähige Akkus im Gespräch. Kein Wunder also, dass China, Südkorea und Japan sich in den vergangenen Jahren einen massiven Vorsprung in Sachen Produktion, Know-how und Zulieferstrukturen erarbeitet haben. Europa wollte diese Entwicklung nicht tatenlos hinnehmen. Manche Länder auf dem Kontinent, allen voran Deutschland, Frankreich und Schweden, wollten das Blatt wenden und eine heimische Industrie aufbauen, um unabhängiger von asiatischen Zulieferern zu werden. Northvolt galt dabei als eine Art Kronjuwel der europäischen Batteriewende. Ein Hersteller, der auf unserem Kontinent ansässig ist, klimafreundlich produzieren und darüber hinaus große Stückzahlen abdecken wollte. Investoren wie Volkswagen, BMW und auch große Finanzinstitute wie Goldman Sachs stellten Northvolt gewaltige Summen zur Verfügung. Der Plan klang auch vielversprechend. Man wollte verschiedene Gigafactories errichten, nicht nur in Schweden, sondern auch in weiteren europäischen Ländern, um das steigende Nachfragepotenzial zu bedienen. Vor allem Volkswagen band sich stark an Northvolt, erwarb Anteile und schloss umfangreiche Lieferverträge ab. Auf dem Papier sah das nach einer Win-Win-Situation für beide Seiten aus. VW sicherte sich den Zugang zu einer bedeutenden Menge europäischer Batteriezellen und Northvolt hatte einen finanzstarken Abnehmer sowie Referenzkunden. Hürden beim Hochfahren der Produktion. Doch während Northvolt große Pläne verfolgte, zeigte sich schnell, dass die Praxis oft komplizierter ist als die Theorie. Der Bau und das Hochfahren von Gigafactories, in denen Batteriezellen nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt werden, ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Es reichte nicht aus, nur die nötigen Maschinen zu kaufen und das Personal zu schulen. Es galt sicherzustellen, dass alle Komponenten von Kathoden und Anoden über Separatoren bis hin zu Elektrolyten in gewünschter Qualität und ausreichender Stückzahl verfügbar sind. Gleichzeitig hakte es häufig an der Zulieferkette. Viele der benötigten Maschinenteile kommen bis heute aus China oder anderen Teilen Asiens und oft fehlen in Europa die entsprechenden Fachkräfte mit Erfahrung im großindustriellen Batteriezellenbau. Während etwa CATL, BYD und Co. seit Jahren ihre Prozesse im großen Stil perfektionieren, ist der europäische Markt im Vergleich dazu immer noch im Lernmodus. Diese strukturelle Unterlegenheit warf Northvolt bereits im frühen Stadium zurück. Gleichzeitig machte sich die schwächelnde Nachfrage nach E-Fahrzeugen in Europa bemerkbar. Aus unterschiedlichen Gründen, darunter eine teils zurückhaltende Kaufprämienpolitik,
hohe Verkaufspreise und die zögerliche Akzeptanz von Elektroautos in bestimmten Ländern stagnierte der Absatz, während der Wettbewerb aus Asien weiter fleißig produzierte und Preise senkte. Das setzte alle hochpreisigen Anbieter unter Druck, darunter auch Northvolt. Signale der Investoren und das Aus in den USA. Du kannst dir vorstellen, dass hohe Verluste und Verzögerungen bei der Produktion irgendwann das Vertrauen der Investoren erschüttern. Genau das passierte, als sich BMW aus einem Milliardenvertrag zurückzog, angeblich wegen Zweifel an der Lieferfähigkeit und Qualität. Zugleich geriet Volkswagen, größter Geldgeber bei Northvolt, selbst unter Kostendruck und zeigte sich nicht mehr in der Lage, fortlaufend frisches Kapital zur Verfügung zu stellen. Die schwedische Regierung war ebenfalls nicht geneigt, für Northvolt in die Bresche zu springen. Man wollte nicht zum Teilbesitzer werden und so das Risiko übernehmen. Vor diesem Hintergrund war es nur eine Frage der Zeit, bis Northvolt den Weg in die Insolvenz antrat. Allerdings in den USA, wo die Chapter 11-Regelung eine gewisse Schutzfunktion bietet. Somit bekam Northvolt kurzfristig Luft, um an Rettungsversuchen zu arbeiten. Dennoch signalisierte die plötzliche Zahlungsunfähigkeit für viele Beobachter das Scheitern eines Vorzeigeprojekts. Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das konkret für die europäische und globale Batteriewelt bedeutet. Zunächst einmal zeigt Northvolts Insolvenz, dass der Aufbau einer eigenständigen, groß angelegten Zellfertigung in Europa mit enormen Risiken behaftet ist. Es reicht nicht aus, mit viel Geld in den Markt einzusteigen, wenn gleichzeitig das Know-how, die eingespielten Lieferketten und die Abnahmegarantien fehlen oder wackeln. Für andere Marktteilnehmer in Europa hat das Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite fürchten einige Batterieprojekte nun, selbst unter Druck zu geraten, weil Banken und Großinvestoren skeptischer werden. Wenn so ein großes, medienwirksames Projekt wie Northvolt scheitert, sinkt das Vertrauen in ähnliche Vorhaben. Auf der anderen Seite könnte Northvolts Rückzug auch freie Ressourcen oder Marktanteile bedeuten. Andere Batteriehersteller, zum Beispiel konsortiale Projekte von Unternehmen wie Mercedes-Benz, Stellantis oder Volkswagen selbst, könnten versuchen, in die entstehende Lücke zu stoßen und sich Marktanteile zu sichern. Allerdings wird sich die Gesamtsituation für Europa nicht so einfach verbessern. Studien zufolge, etwa von McKinsey, muss Europa bis 2030 nach wie vor einen großen Teil, rund 30% der benötigten Batteriezellen importieren. Hinzu kommt, dass China zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich doppelt so viele Zellen herstellt, wie es selbst verbraucht. Ein Überangebot, das chinesischen Produzenten ermöglicht, Preise zu diktieren und den europäischen Markt mit günstigen Batteriezellen zu fluten. Diese Dynamik stellt nicht nur die Frage nach Kosteneffizienz, sondern auch nach strategischer Souveränität. Wenn der Kontinent weiterhin von asiatischen Importen abhängig bleibt, gerät die europäische Automobil- und Energiewirtschaft ins Hintertreffen. Im schlimmsten Fall könnten Innovationen und weitere Wertschöpfungsschritte in Asien verbleiben, während Europa sich auf die Endmontage oder niedrigmargige Bereiche beschränkt. Reaktionen der Politik und Industrie. Europäische Politiker hatten in den letzten Jahren versucht, mit Subventionen und Förderprogrammen gegen diese Abhängigkeit vorzugehen. Doch die Insolvenz von Northvolt wirft jetzt zahlreiche Fragen auf. Reichen diese Programme aus? Sind sie zielgerichtet genug oder versickern sie in übermäßig bürokratischen Prozessen?
Und wie attraktiv ist Europa überhaupt für hochinnovative Industriezweige, wenn es an Spezialisten, Zulieferketten und langfristiger Investitionssicherheit fehlt? Manche Unternehmen, darunter Volkswagen mit seiner Tochter PowerCo, peilen trotzdem eine eigene Zellproduktion in Salzgitter und weiteren europäischen Standorten an. Dabei setzen sie verstärkt auf Kooperationen mit chinesischen Partnern wie Gotion, um deren Know-how zu nutzen und das Risiko zu verteilen. Diese Strategie könnte erfolgreicher sein als das bisherige Modell von Northvolt, das sehr stark auf Eigenentwicklung und gleichzeitige Expansion in mehreren Ländern setzte. Dennoch gilt es zu bedenken, dass eine solche Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern die europäische Abhängigkeit nur bedingt senkt, solange bestimmte Schlüsselkomponenten, Rohstoffe oder Anlagegüter weiter aus Asien stammen. Auch die aufkommende geopolitische Spannung zwischen dem Westen und China kann sich als Risikofaktor für globale Lieferketten entpuppen. Die Zukunft der europäischen Batterieindustrie. Du merkst bereits, dass die Folgen der Northvolt-Insolvenz weit über das Unternehmen selbst hinausgehen. Der Gesamtmarkt befindet sich in einem Kräftegleichgewicht, das stark zugunsten Asiens verschoben ist, vor allem Chinas. Will Europa daran ernsthaft etwas ändern, bedarf es stabiler Investitionsbedingungen, massiver Unterstützung und des Aufbaus eigener Wertschöpfungsketten, die über den bloßen Zellbau hinausgehen. Dazu gehören der Zugriff auf Rohstoffe, eine leistungsfähige Recyclinginfrastruktur sowie eine enge Verzahnung mit den Abnehmerindustrien, also Automobilherstellern, Energieversorgern und Transportunternehmen. Nur wenn diese Faktoren zusammenkommen, kann ein Batterienetzwerk entstehen, das global konkurrenzfähig ist. Genau diese Balance zu finden, stellt für Konzerne und Regierungen gleichermaßen eine Herausforderung dar. Das Scheitern von Northvolt kann man auch als Warnsignal sehen. Es zeigt, dass Zuversicht, große Pläne und finanzielle Unterstützung allein nicht ausreichen. Hinzu kommen marktpolitische Entwicklungen wie der Einbruch bei E-Autos, steigende Zinsen, wachsender Wettbewerbsdruck aus Fernost sowie die generelle Schwierigkeit, Hochtechnologieprojekte im industriellen Maßstab erfolgreich hochzuziehen. Was du aus diesem Beispiel lernen kannst. Wenn du selbst in einem Umfeld agierst, das auf neue Technologien setzt, wirst du erkennen, ein Projekt wie Northvolt ist mehr als nur eine Produktionsstätte. Es symbolisierte für viele, dass Europa sich den Herausforderungen der Zukunft stellen kann und sich selbstbewusst gegenüber Asien behaupten will. Nun ist eines der größten Vorhaben ins Wanken geraten. Das kann heißen, dass sich Kapitalströme umlenken, denn Investoren schauen noch genauer hin, werten Risiken neu und fordern machbare Geschäftspläne. Für dich bedeutet das, wenn du ein eigenes Projekt in diesem Bereich anschiebst oder in einem innovativen Unternehmen arbeitest, musst du neben der reinen Technik auch die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen im Blick haben. Fazit: Die Insolvenz von Northvolt hat nicht nur ein vielversprechendes Unternehmen in eine bedrohliche Schieflage gebracht, sondern auch das Fundament der europäischen Batteriewende erschüttert. Zahlreiche Projekte werden jetzt in Frage gestellt und das Vertrauen in die Fähigkeit Europas, eine eigene große Zellfertigung zu etablieren, ist angeschlagen. Gleichzeitig entstehen für andere Hersteller und Projekte Möglichkeiten, ihre Position am Markt zu stärken oder neu auszurichten.
In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob Europas Politik und Wirtschaft die nötige Konsequenz besitzen, um die Abhängigkeit von Asien ernsthaft zu verringern. Dabei werden Themen wie strategische Allianzen mit internationalen Partnern, gezielte Förderung, der Aufbau von Recyclingkreisläufen und die Rohstoffsicherung ebenso wichtig sein wie eine marktnahe Produktion, die sich schnell an Angebot und Nachfrage anpassen kann. Es lohnt sich, die Entwicklung genau zu verfolgen. Wer meistert die Herausforderungen beim Aufbau von Gigafactories? Wo entstehen vielleicht ganz neue Kooperationsmodelle, die bislang undenkbar waren? Und vor allem, werden die etablierten Automobilhersteller und Energiekonzerne nun ihre Batteriewerke schneller vorantreiben? Oder setzen sie doch wieder stärker auf Importe, weil es scheinbar billiger und einfacher ist? All diese Fragen zeigen, dass die europäischen Länder auf einem schmalen Grat wandern zwischen dem Wunsch nach Autarkie und den Realitäten eines globalen Marktes. Northvolts Insolvenz ist dabei ein mahnendes Beispiel dafür, wie schnell Hoffnung und Ehrgeiz in einen Strudel aus Finanznöten und Produktionsproblemen geraten können. Ob die europäische Batteriewende dadurch nur ins Stocken gerät oder langfristig scheitert, wird die Zukunft weisen. Wie denkst du über diese Situation? Wie sollte Europa mit diesem Problem umgehen? Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Global Asset Compass.